Hier, ich bin gerade vom Einkaufen zurück. Ich habe hier Schweineschulter gekauft. Ich bin ja, ziemlich kurz entschlossen, dabei Salami selber zu machen. Ich habe gestern Abend ein Video auf YouTube gesehen, wo sonst. Und ja, da ging es um Salami machen. Und nachdem ich schon vor fast einem Jahr hier dieses Teil gekauft habe und auch den Darm, der liegt jetzt gerade schon in der Küche und weicht ein, das zeige ich gleich, habe ich mich entschlossen, ja, ich mache heute einfach Salami. Beziehungsweise, also gestern Abend habe ich gedacht, ja, das musst du jetzt endlich mal machen. Und ja, heute Morgen bin ich wach geworden. Wir haben übrigens Neujahr. Ja, das neue Jahr und wir machen neue Sachen, wir probieren neue Sachen aus. Also Salami oder Wurst habe ich überhaupt noch nie gemacht. Wie gesagt, das stand auf der To-Do-Liste. Und wie das so ist, man hat immer irgendwas anderes vor. Ich wollte eigentlich backen. Deswegen sieht das hier noch ein bisschen chaotisch aus. Ich bin mehr oder weniger null vorbereitet, jetzt ein Video zu machen. Habe mir aber gedacht, was soll das? Ich will einfach mal gucken, kann man das machen? Sich ein Video anschauen? Okay, ich habe nicht nur eins geschaut, ich habe mir insgesamt jetzt aber 10 oder 11 Videos angeschaut, wie man Salami macht, also luftgetrocknete Salami, ohne Räuchern und Co. Und habe mir aus allen Videos rausgeschrieben, was die alles gleich machen. Also alle Schritte, die in dem Video jeweils in dem anderen Video auch vorkamen, habe ich jetzt zusammengefasst. Genau. Und dann probiere ich das jetzt aus. Also, wir machen jetzt Salami. Das war jetzt schon ganz schön lange. Legen wir los. Ich zeige erstmal, was wir alles brauchen. Ja, und dann probieren wir Salami aus. Ich glaube, das dauert ungefähr 10 Wochen, bis die fertig ist. Also, legen wir los. Dauert ja so lange darauf zu warten. Für das Rezept, das ich mir ausgesucht habe, brauchen wir die schon erwähnte Schweineschulter, getrocknete Chilis, Salz und zwar 3% auf das Gewicht des Fleisches gerechnet, aber darauf komme ich später nochmal, schwarze Pfefferkörner, Küchengarn, Schweinedarm. Ich habe getrockneten verwendet, deswegen weiche ich den in Wasser ein, in das ich noch jeweils 1 Esslöffel Salz und Essig gegeben habe. Gut, dass ich den zu Hause hatte, so konnte ich spontan anfangen. Rotwein kommt auch noch hinein, als Säurungsmittel, um den pH-Wert zu senken. Für den Geschmack natürlich auch. Die bereits erwähnte Wurstpresse und der unbenutzte Fleischwolf, der schon seit einem Jahr rumsteht. Wenn man keinen Fleischwolf hat, kann man sicher den Metzger bitten, das Fleisch für einen durchzulassen. Die Scheibe, die ich verwendet habe, hat 6 mm Durchmesser. Als nächstes schneide ich das Fleisch in Streifen, die durch die Öffnung des Fleischwolfs passen. Ich habe mich dann beim Durchlassen erst gewundert, dass das so schwer geht. Bis ich dann auf die Idee kam, das Vorschneidemesser umzudrehen. Und siehe da, dann hat's geflutscht. Um die Salzmenge zu bestimmen, wiege ich das Hackfleisch ab. Auch wenn ich vorher 1250 Gramm Schweineschulter hatte, nach dem Wolfen bleibt ja doch ein bisschen was hängen. Darum wiege ich die Menge nochmal genau ab und kann so die exakte Salzmenge bestimmen. Die Salzmenge muss nämlich 3% vom Fleischgewicht ausmachen. In meinem Fall sind das 37,5 Gramm Salz. Da ich mich an das Rezept gehalten habe, was ich da auf YouTube gesehen hatte, habe ich kein Pökelsalz verwendet und auch nicht weiter darüber nachgedacht, leider. Inzwischen empfehle ich dringend, Pökelsalz zu verwenden. Nicht nur, damit das Fleisch eine schöne Farbe behält und die Wurst einen besseren Geschmack bekommt, vor allem, um das Bakterienwachstum zu verhindern, hier insbesondere Clostridium botulinum. Besser sind also 37,5 Gramm Pökelsalz. Glaub mir, an der Menge stirbst du nicht. Nie nicht. Die Wahrscheinlichkeit, am Botulinus-Toxin zu sterben, ist sicher höher. Dann kommen noch getrocknete Chilis und schwarzer Pfeffer dazu. Ich habe hier laut Rezept 15 Gramm Chili und 20 Gramm schwarze Pfefferkörner. Die zerstoße ich grob im Mörser. Dann noch das Salz dazuwiegen. Wie gesagt, hier bitte 37,5 Gramm Pökelsalz verwenden. Und dann ist ordentlich Handarbeit angesagt. Die Wurstmasse muss jetzt für 10 Minuten geknetet werden. Im Video Salami Making auf NonnaTube zeigt Nonna, dass die Wurstmasse dann lange genug geknetet wurde, wenn sie in der Handfläche kleben bleibt und sich nur schwer ablöst, wenn man versucht, die Fleischboulette abzuschütteln. Hat super funktioniert und dann habe ich gemerkt, dass ich den Wein vergessen hatte. Habe ich halt nochmal von vorne angefangen mit dem Kneten, bis der Wein komplett eingearbeitet war und danach hat die Masse sogar noch besser geklebt. Die Wurstmasse wird dann in die Presse gestopft und zwar ordentlich. Das sieht hier zwar nicht danach aus, aber ich habe die Masse so fest hineingedrückt, dass keine Luft mehr dazwischen gepasst hat. Dann noch den Darm aufziehen und das Ende zuknoten. Die Enden der Schnur dann auch nochmal verknoten, damit wir eine Schlaufe haben, an der wir die Wurst zum Trocknen aufhängen können.
Ich habe schon mal die erste Wurst zur Probe gefüllt. Das wollte ich nicht zeigen. Hätte ja schief gehen können. Und ich muss sagen, das geht relativ einfach. Nur an meiner Knotentechnik muss ich noch feilen. Da habe ich mir beim Abbinden echt einen abgebrochen und ewig gebraucht. Deswegen kürze ich das jetzt hier einfach mal ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit war der Darm dann endlich gefüllt und die Würste alle gut verknotet. Danach müssen die Salamis für einen Tag bei Raumtemperatur getrocknet werden. Vorher muss aber noch die Luft raus, falls sich da irgendwelche kleinen Luftbläschen gebildet haben. Ich habe keine Nadel gefunden, daher verwende ich hier einen Dorn von der Machut-Limette. Die sind aber antiseptisch. Die Salami dann aufhängen und, wie gesagt, bei Raumtemperatur trocknen lassen. Die Würste hängen zum Trocknen in der Küche. Drinnen, wie gut, dass ich noch eine zweite habe. Ich werde mir nämlich jetzt gleich das ganze überschüssige Bret, was ich jetzt irgendwie nicht in den Darm bekommen habe, braten. Das ist dann mein Abendessen für heute. Genau, das Chaos ist noch größer geworden. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, dafür allerdings mit Video machen. Ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht noch mal so lange, um die ganze Küche hier aufzuräumen und das Chaos, was hier alles rumsteht, und zum Abwaschen. Aber egal, also bis hierhin hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ob das Ganze jetzt ein Erfolg wird, das wissen wir in... Die sind ja nicht wirklich groß geworden, also die sind wirklich sehr klein, diese Därme. Ich dachte, die dehnen sich ziemlich weit aus. Falsch gedacht, wieder was dazugelernt. Also diese 3 cm Därme bleiben bei 3 cm stehen und sind jetzt also, die Salamis sind jetzt 3 cm. Das wären also solche eher so Mini-Salamis, aber egal. Dementsprechend brauchen die wahrscheinlich auch keine 10 Wochen, bis sie durchgetrocknet sind. Falls sie nicht vorher verrotten, das weiß man halt alles nicht. Wenn man was zum ersten Mal ausprobiert, lassen wir uns überraschen. Schauen wir morgen, wie die aussehen und wie die riechen, und dann kommt es in den Kühlschrank und dann beobachten wir das Ganze einfach mal Tag für Tag oder ja, Tag um Tag. Also, ich mache jetzt hier sauber das Chaos beseitigen und wir sehen uns dann wieder morgen früh, wenn ich die ganzen Salamis in den Kühlschrank packe. So machen wir das. Am nächsten Morgen habe ich die Salamis in den Kühlschrank gehangen und trocknen lassen. 14 Tage später habe ich mal einen Blick darauf geworfen. Ganz wichtig, immer die Geruchsprobe machen, wenn etwas nicht 100%ig angenehm riecht. Vor allen Dingen, wenn man mit rohem Fleisch hantiert, dann bitte weg damit. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Dankeschön. Also wie man sehen kann, von außen ist es schon schön trocken nach 2 Wochen. Innen hat sich aber, weil es im Kühlschrank zu trocken ist, also die Luftfeuchtigkeit ist zu gering. Darum ist die Wurst von außen zu schnell getrocknet und deswegen hat sich jetzt hier so ein Hohlraum gebildet. Das kann dazu führen, dass jetzt die Wurst von innen anfängt zu vergammeln, aber da es jetzt nach 14 Tagen noch ziemlich gut aussieht, die anderen fasse ich jetzt mal nicht an. Ich habe jetzt übrigens gerade schon mal probiert, und ich muss sagen, ich habe ja, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte und habe mir ein paar Rezepte angeguckt, wie gesagt, im Internet, habe ich mich an eins gehalten von FoodTube, glaube ich, heißt hier der Kanal von Jamie Oliver. Da wird Chili verwendet, und zwar die Menge Chili, die ich hier verwendet habe. Und ich kann dir sagen, diese Menge Chili ist original thai-scharf. Also das ist so höllisch scharf. Wahrscheinlich will deswegen auch kein Bakterium darauf wachsen. Ja, also ich sag mal, für den ungeübten Gaumen ist das definitiv zu scharf. Da muss ich nochmal am Rezept feilen, aber jetzt geht es ja erstmal darum, kann man das machen. Also der Darm lässt sich schon mal ganz gut ablösen und also geschmacklich, der Geruch, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt im Supermarkt schon diese kleinen Salami und es riecht original genauso. Und wie gesagt, geschmacklich, also wer gerne super scharf mag, für den ist das optimal. Und Chili kann man weniger machen, das ist kein Problem. Also geschmacklich, das schmeckt schon wie eine luftgetrocknete Salami hier außen. Und
Das ist auch schön fest. Also, mal gucken, ob ich das heute Abend auch noch behaupte oder in 1-2 Stunden. Naja, das Video wird gesendet, insofern, da das Video gesendet wird, ist alles okay. Und damit, ja, aber also, Zwischenstand nach 14 Tagen. Ich lasse die jetzt einfach nochmal für 14 Tage hängen und dann gucken wir in die nächste rein. So machen wir das. Ich habe extra das knusprige Weizenbrot mit Sauerteig gebacken für die Feierstunde. Es sind schon wieder 2 Wochen rum und insgesamt haben die Salami jetzt für 4 Wochen gereift und getrocknet. Fehlt nur noch der abschließende Blick darauf und der Geschmackstest. Also an der Optik lässt sich sicher noch arbeiten. Im Kühlschrank ist die Luft einfach zu trocken. Und deshalb ist die Salami von außen zu schnell getrocknet und innen hohl geworden. Inzwischen weiß ich, dass die Luftfeuchtigkeit bei etwa 65–70% liegen muss. Der Geschmack, ja, schon ziemlich gut. Etwas scharf vielleicht für ungeübte Zungen, aber das justiere ich noch. Also hier unterhalb vom Video, da stehen die Mengenangaben. Da habe ich die Chilimenge in jedem Fall schon mal reduziert. Ja, mir persönlich ist das jetzt nicht unbedingt zu scharf, aber das übertönt doch ordentlich den Geschmack vom Fleisch. Mit allem, was ich bis jetzt gelernt habe, mache ich in jedem Fall nochmal eine luftgetrocknete Salami, aber dieses Mal richtig mit Edelschimmel. Um die Luftfeuchtigkeit zu regeln, habe ich mir auch schon ein paar Sachen besorgt. Zum Beispiel hier einen Luftbefeuchter, einen Sensor, der die Luftfeuchte und Temperatur im Kühlschrank misst und eine WLAN-Steckdose. Der Sensor und die Steckdose, die kann ich koppeln und dann über das Smartphone automatisieren. Wenn die Luftfeuchtigkeit bei 70% liegt, dann schaltet sich der Luftbefeuchter aus. Sinkt die Luftfeuchte auf 60%, dann schaltet sich der Luftbefeuchter wieder ein, beziehungsweise schaltet die Steckdose den Luftbefeuchter dann wieder ein, beziehungsweise oder aus, je nachdem. Ich mache jetzt damit mal ein paar Versuche und wenn das Ergebnis gut ist, dann gibt es ein neues Video dazu. Falls dich das also interessiert und du meinen Kanal noch nicht abonnierst, dann abonniere ihn doch, damit du das neue Salami-Video auch gezeigt bekommst. Am besten, du schaltest noch die Glocke ein, damit das auch sicher funktioniert. Das gesagt, ich genieße jetzt das frische Brot mit der höllischarfen Salami. Nicht, bevor ich mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten bedankt habe. Lass mir noch schnell einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Tschüss. Hier, Salami machen gehen. Das ist ziemlich lecker und sehr interessant. Oh, ganz vergessen. Den ganzen Beitrag gibt es nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Jetzt bin ich aber weg. Tschüss. Salami, Salami. Oh, here you are, face to face.